Hallo Holzfreunde! Wollt ihr wissen, wie man diesen Bilderrahmen baut, ohne Verleimprobleme? Dann bleibt dran! Als erstes schneiden wir alle 4 Rahmenteile auf Länge. Dabei sollten die gegenüberliegenden Rahmenteile immer hundertprozentig gleich lang sein. Nun wird der Falz mit der Tischkreissäge gesägt. Ihr könnt diesen aber auch fräsen. Den Falz säge ich 7 x 10 mm. Meine Rahmenteile sind 30 x 14 mm. Das sind meine 4 Rahmenteile mit dem fertigen Falz. Jetzt hobel ich Phasen an die Rahmenteile. An der späteren Rahmeninnenseite eine etwas größere Phase, an der Außenkante etwas kleiner. Ihr könnt diese Phasen auch ranfräsen, je nach Belieben. Nun säge ich eine 45 Grad Überplattung an die Seitenteile des Rahmens. Dazu stelle ich meinen Tiefenanschlag auf die Hälfte der Materialstärke ein. Jetzt säge ich meine Überplattung genau bis zur Außenkante. Das mache ich an allen 4 Enden meiner beiden Seitenteile. Das Ober- und Unterteil meines Rahmens säge ich jetzt auf 45 Grad bis zur Außenkante. Jetzt lege ich mir das Seitenteil auf das Ober- und Unterteil und zeichne meine Überplattung an. Der Tiefenanschlag wird wieder eingestellt und diesmal wird die Überplattung auf 90 Grad gesägt, an allen 4 Enden des Ober- und Unterteils. Jetzt geht's ans Verleimen. Durch die Überplattung haben wir eine gewisse Führung und können nicht so leicht verrutschen. Den Anpressdruck können wir jetzt ganz einfach von oben geben. Durch die Überplattung wird die Verleimung jetzt besonders haltbar. Fürs Finish jetzt noch ein bisschen ölen. Wie man das Glas für den Rahmen zurechtschneidet, zeige ich euch in dem nächsten Video. Wollt ihr noch mehr Videos von mir sehen? Dann abonniert meinen Kanal.